Unit-Tests. Noch nie waren sie wertvoller. Vor allem heute im KI-Zeitalter. Wir alle haben KI-Code einfach schon mal übernommen und gehofft, dass es gut geht. Der Code wirkt sauber, aber im falschen Moment crasht die App. Unit-Tests sind unser KI-Sicherheitsnetz. Ohne sie arbeiten wir blind. Mit ihnen sind wir sicher. Mit Hilfe der Unit-Tests schaffen wir es erst, diesen generierten Code auf das sogenannte Ready-for-Production-Niveau zu heben. Dabei gewinnen wir aktiv Vertrauen in den generierten Code, indem wir die Funktionalität testen. Wir decken dabei auf den ersten Blick unentdeckte Risiken auf, die sich in den Code verstecken können. Und langfristig schützen wir diesen Code vor Regressionen, die die KI im nächsten Prompt wieder mit einbauen kann. Wir können uns Unit-Tests wie eine Art Checkliste für unsere Funktionalität vorstellen. Tut mein Code denn überhaupt das, was ich von ihm erwarte? Das Wort Unit steht dabei für modulare Tests. Ich fokussiere mich immer nur auf die eine Komponente vor mir, die ich testen möchte. Die Code-Funktion wird dann isoliert vom restlichen System getestet. Das heißt, ich brauche kein Live-Datenbanksystem, um meine Timer-Logik zu testen. Ich brauche ein Test-Setup, in dem ich meinen Test vorbereite. Dann führe ich die Testaktion durch, indem ich zum Beispiel eine Funktion in meiner Komponente aufrufe. In der sogenannten Assertion vergleiche ich dann das Ergebnis mit dem Ergebnis, das ich erwarte. Habe ich meine Testcases alle definiert, führe ich sie aus. So und so viele Tests sind gepasst, sind grün. Und diese Tests sind fehlgeschlagen. Unit-Tests sind immer eine gute Idee. Aber warum sind sie denn speziell bei KI-Code so unglaublich wichtig? Generative AIs können dir unglaubliche Geschwindigkeit Code generieren, der auf den ersten Blick auch plausibel aussieht. Bei genaueren Hinsehen erkennt man aber dann die ein oder andere Halluzination, die das LLM da eingebaut hat, oder schlichtweg Fehler in der Logik, die im Worst Case die ganze App zu Fall bringen können. Dazu kommt auch eine immerwährende Inkonsistenz. Das LLM wird dir niemals die gleiche Antwort zweimal geben. Jedes Mal, wenn du ihm eine Anfrage stellst, bekommst du ein anderes Ergebnis heraus. Und nun ist es deine Aufgabe sicherzustellen, dass beide Varianten zu deinem gewünschten Ergebnis führen. Wir wollen uns das Ganze an einem praktischen Beispiel ansehen. Ich habe mir für eine neue Android-App jede Menge Code von einer KI generieren lassen. Versuche ich nun, diesen Code komplett auf einen Rutsch zu verstehen, ich würde grandios scheitern. Wenn ich mich nicht auf einzelne Komponenten fokussiere, werde ich den Code nie verstehen. Und genau hier hilft uns das Schreiben von Unit-Tests. Denn bei Unit-Tests fokussieren wir uns immer nur auf eine Komponente. Für unser Beispiel nehmen wir uns mal die View-Model-Logik aus der App vor. Im ersten Schritt legen wir uns ein Testfile für diese Klasse an. Danach überlegen wir uns, welche Testcases haben wir denn für diese Logik? Am Ende haben wir dem LLM ja irgendetwas spezifiziert, an das es sich halten soll. Basierend auf dieser Spezifikation bauen wir unsere Testcases auf. Während ich nun diese Testcases schreibe, bekomme ich gleichzeitig ein viel besseres Verständnis für den KI-generierten Code. Ich muss mich Schritt für Schritt mit den einzelnen Funktionen meiner Klasse auseinandersetzen. Welches Ergebnis erwarte ich denn? Wie passt das zu dem generierten Code? Deckt sich das mit meinen Erwartungshaltungen? Dieses Prinzip der Unit-Tests gibt es tatsächlich schon seit Anbeginn der Softwareentwicklung. Die Intention ist dabei immer die gleiche. Die neue Funktionalität auf Herz und Nieren prüfen. Wir wollen den Code und seine Tests grün machen. Kommt ein neuer Kollege ins Projekt, helfen ihm Unit-Tests sich erstmal zu orientieren. Was sind denn die Erwartungen an den Bestandscode? Was soll er eigentlich tun? Muss nachträglich mal etwas angepasst werden an der Funktionalität? Refactoring, Erweiterung der Funktionalität. Hier sind Unit-Tests unsere einzige Garantie, dass der Code danach noch das tut, was er eigentlich tun soll. Und generell sind Unit-Tests einfach unerlässlich, gerade in großen Codebasen, wo
Dutzende Entwickler gleichzeitig an demselben Code arbeiten. Sonst hätten wir ja gar keine Möglichkeit nachzuvollziehen, tut denn der Code immer noch das Gleiche, nachdem der Kollege gerade ein neues Feature eingebaut hat. All diese grundlegenden Prinzipien werden noch verstärkt im neuen KI-Zeitalter. Mehr und mehr Code wird heute und in Zukunft von KI geschrieben werden. Dieser Code muss kontrolliert werden, er muss getestet werden. Die KI startet auch bei jedem neuen Prompt wie ein neuer Kollege im Projekt, der vorher noch nie etwas mit dem Code zu tun gehabt hat. Hier helfen Unit-Tests, die technischen Leitplanken zu setzen für das KI-Modell. Und KI wird natürlich nicht nur neuen Code schreiben, sie wird auch vor bestehendem Code nicht Halt machen. Und auch hierfür brauchen wir die Versicherung, dass der Code danach noch das tut, was er vorher getan hat. Unit-Tests werden in Zukunft noch viel wichtiger, um uns von dem KI-generierten Fremdcode abzusichern. Tests schreiben, das kann schon ziemlich zeitaufwendig sein. Es ist gut investierte Zeit, doch es ist Zeit, die ich aufwenden muss. Glücklicherweise kann auch hier mir mittlerweile die KI an vielen Stellen helfen. Auch in Android Studio gibt es mittlerweile eine sogenannte KI-Autocompletion. Wenn ich einen neuen Testcase hinzufüge, orientiert sich das unter der Haube arbeitende LLM schon daran, wie denn meine bisherigen Testcases aufgebaut waren. In der Autocompletion bekomme ich dann immer wieder das gleiche Test-Setup. Habe ich den Namen von meinem Test gut gewählt, bekomme ich vielleicht sogar schon den ganzen Testcase per Autocompletion. Ich spare mir auch hier also jede Menge Schreibarbeit durch die KI. Wichtig, ich muss dennoch jedes Mal die Testcases kontrollieren. Ist denn das, was mir die KI hier vorsetzt als Autocompletion, wirklich das, was ich eigentlich abtesten möchte? Gerade beim Thema Unit-Test ist es super wichtig, dass wir nicht der KI die Kontrolle überlassen. Wir sind am Ende schließlich in der Verantwortung, dass der Code das tut, was er tun soll. Beim Schreiben der Unit-Tests verstehe ich den generierten Code immer besser. Ich gewinne unter anderem auch Erkenntnisse zur Architektur, die das LLM eingesetzt hat. In diesem Fall hat sich das Schreiben der Unit-Tests ziemlich schwierig angefühlt. Wie in diesem Beispiel, wo ich einfach nur Timer-Logik testen möchte und erstmal Vorbedingungen schaffen muss, damit ich diese Timer-Logik überhaupt erreichen kann. Wenn sich das Schreiben von Unit-Tests schwierig anfühlt, dann ist die zu testende Komponente mit großer Wahrscheinlichkeit zu komplex. Das ist ein klares Zeichen, diese Timer-Logik muss extrahiert werden. Eigene Komponente. Und diese eigene Komponente können wir dann viel leichter testen und gewinnen dadurch langfristig auch weniger Komplexität im Code, machen beide Komponenten viel besser wartbar und im Umkehrschluss auch einfacher erweiterbar für die Zukunft. Unit-Tests waren schon immer gut investierte Zeit und die investierte Zeit wird noch wichtiger im Zeitalter von KI-generierten Code. Die Tests sind unser Sicherheitsnetz, die uns vor Regressionen und vor fehlerhaften Funktionen schützen. Aus meiner Sicht sind Unit-Tests für KI-generierten Code ein Must-Have, damit dieser Code wirklich das Ready-for-Production-Niveau erreichen kann. Und wenn du wissen möchtest, wie du die KI dabei unterstützen kannst, dir brauchbaren Code zu generieren, schau dir dieses Video hier als nächstes an.